In this video, you'll learn essential German family terms through Tobias's first day at work. Our story method immerses you in natural language use, repeating key words like Mutter and Vater. Watch till the end to discover how a mysterious sound leads to a heartwarming surprise. Tobias steht vor dem großen Bürogebäude. Tobias stands in front of the large office building. Tobias steht vor dem großen Bürogebäude. Ist nervös. He is nervous. Ist nervös. Ich bin Tobias. Ich bin neu hier. I'm Tobias. I'm new here. Did you hear how Tobias introduced himself? In German, ich bin means I am. This is a common way to introduce yourself. Ich bin Tobias. Ich bin neu hier. Eine freundliche Frau lächelt ihn an. A friendly woman smiles at him. Eine freundliche Frau lächelt ihn an. Hallo Tobias. Hello Tobias. Hallo Tobias. Ich bin Lisa. I'm Lisa. Ich bin Lisa. Willkommen. Welcome. Willkommen. Danke, Lisa. Ich bin aufgeregt. Thank you, Lisa. I'm excited. Danke, Lisa. Ich bin aufgeregt. Keine Sorge. Don't worry. Keine Sorge. Komm, ich zeige dir alles. Come, I'll show you everything. Komm, ich zeige dir alles. Das ist nett. That's nice. Das ist nett. Meine Familie ist weit weg. My family is far away. Did you catch what Tobias said about his family? Meine Familie means my family in German. This is a good phrase to remember when talking about your loved ones. Meine Familie ist weit weg. Oh, erzähl mir von deiner Familie. Oh, tell me about your family. Oh, erzähl mir von deiner Familie. Meine Mutter und mein Vater leben in Berlin. My mother and father live in Berlin. Did you hear the words Mutter and Vater? These mean mother and father in German. Tobias is talking about his parents here. Meine Mutter und mein Vater leben in Berlin. Hast du Geschwister? Do you have siblings? Lisa asks, Hast du Geschwister? Which means, do you have siblings? This is a common question when getting to know someone's family. Hast du Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester und einen Bruder. Yes, I have a sister and a brother. Did you catch the words Schwester and Bruder? These mean sister and brother in German. Tobias is telling Lisa about his siblings. Ja, ich habe eine Schwester und einen Bruder. Wie schön. How nice. Wie schön. Sind sie älter oder jünger? Are they older or younger? Sind sie älter oder jünger? Meine Schwester ist älter, mein Bruder jünger. My sister is older, my brother is younger. Meine Schwester ist älter, mein Bruder jünger. Und deine Großeltern? And your grandparents? Listen carefully to the word Großeltern. It means grandparents in German. This is the last key family term we're learning today. Und deine Großeltern? Leben sie auch in Berlin? Do they also live in Berlin? Leben sie auch in Berlin? Ja, meine Großeltern wohnen auch dort. Yes, my grandparents live there too. Tobias uses Großeltern again here. Repetition helps with remembering new vocabulary. Ja, meine Großeltern wohnen auch dort. Plötzlich hören sie einen lauten Knall. Suddenly they hear a loud bang. Plötzlich hören sie einen lauten Knall. Since you're already working hard on learning Spanish, I wanted to introduce you Babbel Live. Babbel Live gives you online language classes with real teachers, helping you learn faster by practicing and getting feedback in real time. It's perfectly complementary to my videos here.
You can find the link here at the bottom of the video or in the description. Alle schauen erschrocken zur Tür. Everyone looks startled at the door. Alle schauen erschrocken zur Tür. Was war das? What was that? Was war das? Ist alles in Ordnung? Is everything okay? Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht. I don't know. Ich weiß nicht. Sollen wir nachsehen? Should we check? Sollen wir nachsehen? Ich gehe mit dir, Lisa. I'll go with you, Lisa. Ich gehe mit dir, Lisa. Sie gehen langsam zur Tür. They walk slowly to the door. Sie gehen langsam zur Tür. Vorsichtig, Tobias. Be careful, Tobias. Vorsichtig, Tobias. Ich sehe nichts Ungewöhnliches. I don't see anything unusual. Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Warte, da ist etwas. Wait, there's something. Warte, da ist etwas. Was ist es? What is it? Was ist es? Es sieht aus wie ein... It looks like a... Es sieht aus wie ein... In diesem Moment geht das Licht aus. At that moment, the lights go out. In diesem Moment geht das Licht aus. Oh nein, was passiert hier? Oh no, what's happening here? Oh nein, was passiert hier? Keine Panik, Tobias, bleib ruhig. Don't panic, Tobias, stay calm. Keine Panik, Tobias, bleib ruhig. Ich rufe den Hausmeister an. I'll call the janitor. Ich rufe den Hausmeister an. Es ist sehr dunkel und still im Büro. It is very dark and quiet in the office. Es ist sehr dunkel und still im Büro. Es ist dunkel im Büro. It is dark in the office. Es ist dunkel im Büro. Lisa, wo bist du? Lisa, where are you? Lisa, wo bist du? Ich bin hier, Tobias. Keine Angst. I'm here, Tobias. Don't be afraid. Ich bin hier, Tobias. Keine Angst. Bleibt ruhig, alle. Everyone stay calm. Bleibt ruhig, alle. Ich hole Taschenlampen. I'll get flashlights. Ich hole Taschenlampen. Lisa, kannst du meine Hand nehmen? Lisa, can you take my hand? Lisa, kannst du meine Hand nehmen? Ja, ich hab sie. Yes, I have it. Ja, ich hab sie. Alles wird gut. Everything will be fine. Alles wird gut. Danke. Thank you. Danke. Ich vermisse meine Großeltern jetzt. I miss my grandparents now. Did you notice how Tobias used Großeltern in a sentence? He's expressing that he misses his grandparents. This shows how you can use family terms to express emotions. Ich vermisse meine Großeltern jetzt. Erzähl mir von ihnen. Tell me about them. Erzähl mir von ihnen. Das lenkt uns ab. That will distract us. Das lenkt uns ab. Sie sind sehr lieb. They are very sweet. Sie sind sehr lieb. Sie backen immer Kuchen für mich. They always bake cakes for me. Sie backen immer Kuchen für mich. Das klingt wunderbar. That sounds wonderful. Das klingt wunderbar. Was ist dein Lieblingskuchen? What is your favorite cake? Was ist dein Lieblingskuchen? Apfelkuchen. Apple pie. Apfelkuchen. Meine Oma macht den besten. My grandma makes the best one. Meine Oma macht den besten. Lecker. Yummy. Lecker. Meine Mutter macht auch guten Kuchen. My mom also makes good cake. Lisa mentions Mutter here.
Can you remember what it means? It's mother in German. Try to use this word when talking about your own family. Meine Mutter macht auch guten Kuchen. Vielleicht können wir mal zusammen backen? Maybe we can bake together sometime? Vielleicht können wir mal zusammen backen? Das ist eine tolle Idee. That's a great idea. Das ist eine tolle Idee. Plötzlich hören sie ein seltsames Geräusch. Suddenly they hear a strange noise. Plötzlich hören sie ein seltsames Geräusch. Das Geräusch kommt näher. The noise is getting closer. Das Geräusch kommt näher. Was ist das, Lisa? What is that, Lisa? Was ist das, Lisa? Ich weiß nicht. I don't know. Ich weiß nicht. Es klingt wie... It sounds like... Es klingt wie... Ich hab die Taschenlampen. I have the flashlights. Ich hab die Taschenlampen. Der Chef schaltet die Taschenlampen ein. The boss turns on the flashlights. Der Chef schaltet die Taschenlampen ein. Oh, schau mal, Tobias. Oh, look, Tobias. Oh, schau mal, Tobias. Das ist ja... Das ist ja... Sie sehen eine kleine Katze unter dem Schreibtisch. They see a small cat under the desk. Sie sehen eine kleine Katze unter dem Schreibtisch. Sie muss durch das offene Fenster gekommen sein. It must have come in through the open window. Sie muss durch das offene Fenster gekommen sein. Sie ist so süß. It's so cute. Sie ist so süß. Darf ich sie streicheln? Can I pet it? Darf ich sie streicheln? Natürlich. Of course. Natürlich. Vielleicht wird sie unser Büromaskottchen. Maybe it will become our office mascot. Vielleicht wird sie unser Büromaskottchen. Das wäre toll. That would be great. Das wäre toll. Ich fühle mich schon wie zu Hause. I already feel at home. Ich fühle mich schon wie zu Hause. Siehst du, Tobias? Sieh, Tobias? Siehst du, Tobias? Alles wird gut. Everything will be fine. Alles wird gut. Ja, du hast recht. Yes, you're right. Ja, du hast recht. Danke für deine Hilfe, Lisa. Thank you for your help, Lisa. Great job following along. Now it's your turn. Can you tell us in the comments how to say aunt in German? This is another important family term not mentioned in our story. Danke für deine Hilfe, Lisa. So, lasst uns Feierabend machen. So, let's call it a day. So, lasst uns Feierabend machen. Es war ein aufregender Tag. It was an exciting day. Es war ein aufregender Tag. Tobias, möchtest du morgen mit mir zu Mittag essen? Tobias, would you like to have lunch with me tomorrow? Tobias, möchtest du morgen mit mir zu Mittag essen? Gerne. Ich freue mich darauf. Sure, I'm looking forward to it. Gerne. Ich freue mich darauf. Tobias lächelt. Tobias smiles. Tobias lächelt. Er wird neue Freunde finden. He will make new friends. Er wird neue Freunde finden. Hier wird er ein neues Zuhause haben. Here he will have a new home. Hier wird er ein neues Zuhause haben. Stick around for the version without English audio coming up next. It's more challenging, but that's how you'll improve. Don't worry, you'll still have subtitles. If this is helping you, why not share it with other German learners? Ready? Let's keep going. Tobias steht vor dem großen Bürogebäude. Er ist nervös. Ich bin Tobias. Ich bin neu hier. Eine freundliche Frau lächelt ihn an. Hallo Tobias. Ich bin Lisa.
Willkommen. Danke, Lisa. Ich bin aufgeregt. Keine Sorge. Komm, ich zeige dir alles. Das ist nett. Meine Familie ist weit weg. Oh, erzähl mir von deiner Familie. Meine Mutter und mein Vater leben in Berlin. Hast du Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester und einen Bruder. Wie schön. Sind sie älter oder jünger? Meine Schwester ist älter, mein Bruder jünger. Und deine Großeltern? Leben sie auch in Berlin? Ja, meine Großeltern wohnen auch dort. Plötzlich hören sie einen lauten Knall. Alle schauen erschrocken zur Tür. Was war das? Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Sollen wir nachsehen? Ich gehe mit dir, Lisa. Sie gehen langsam zur Tür. Vorsichtig, Tobias. Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Warte, da ist etwas. Was ist es? Es sieht aus wie ein... In diesem Moment geht das Licht aus. Oh nein, was passiert hier? Keine Panik, Tobias, bleib ruhig. Ich rufe den Hausmeister an. Es ist sehr dunkel und still im Büro. Es ist dunkel im Büro. Lisa, wo bist du? Ich bin hier, Tobias. Keine Angst. Bleibt ruhig alle. Ich hole Taschenlampen. Lisa, kannst du meine Hand nehmen? Ja, ich hab sie. Alles wird gut. Danke. Ich vermisse meine Großeltern jetzt. Erzähl mir von ihnen. Das lenkt uns ab. Sie sind sehr lieb. Sie backen immer Kuchen für mich. Das klingt wunderbar. Was ist dein Lieblingskuchen? Apfelkuchen. Meine Oma macht den besten. Lecker. Meine Mutter macht auch guten Kuchen. Vielleicht können wir mal zusammen backen? Das ist eine tolle Idee. Plötzlich hören sie ein seltsames Geräusch. Das Geräusch kommt näher. Was ist das, Lisa? Ich weiß nicht. Es klingt wie... Ich hab die Taschenlampen. Der Chef schaltet die Taschenlampen ein. Oh, schau mal, Tobias. Das ist ja... Sie sehen eine kleine Katze unter dem Schreibtisch. Sie muss durch das offene Fenster gekommen sein. Sie ist so süß. Darf ich sie streicheln? Natürlich. Vielleicht wird sie unser Büromaskottchen. Das wäre toll. Ich fühle mich schon wie zu Hause. Siehst du, Tobias? Alles wird gut. Ja, du hast recht. Danke für deine Hilfe, Lisa. So lasst uns Feierabend machen. Es war ein aufregender Tag. Tobias, möchtest du morgen mit mir zu Mittag essen? Gerne. Ich freue mich darauf. Tobias lächelt. Er wird neue Freunde finden. Hier wird er ein neues Zuhause haben. If you found this video helpful, don't forget to like it and subscribe to the channel. Also, why not share this video with fellow German learners? They might enjoy it too. Ready to keep improving? Click on the video that's on screen now and continue your journey.